Mazda macht es, Ford macht es, Intel macht es. Sie alle nutzen die Theory of Constraints. 2007 konnte sich Mazda mit ihr sogar aus einer Krise retten. Noch nie von dieser Theorie gehört? Keine Sorge. Was die Theory of Constraints ist und wie du sie nutzen kannst, verraten wir dir jetzt. Was ist die Theory of Constraints? Theory of Constraints heißt auf Deutsch Engpasstheorie. Formuliert hat sie der israelische Physiker und Managementberater Eliyahu Moshe Goldratt. Mit Hilfe der Theorie kannst du Engpässe in einer Wertschöpfungskette entdecken und sie beheben. Laut der Theorie wird der Gesamterfolg einer Wertschöpfungskette durch ein einzelnes Element bestimmt, und zwar durch den sogenannten Engpass. In anderen Worten, eine Kette ist stets nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ein Engpass kann gravierende Folgen haben. Wird er nicht behoben, kann eine ganze Wertschöpfungskette zum Erliegen kommen. Warum solltest du von der Theory of Constraints wissen? Stell dir vor, du arbeitest in einem Softwareunternehmen. In diesem Unternehmen gibt es 3 Teams: den Vertrieb, die Produktion und das Projektmanagement. In der Produktion gibt es einen Personalmangel, also einen Engpass. Der Vertrieb hat einen Deal abgeschlossen und gibt den Auftrag an die Produktion weiter. Die Kapazität der Produktion ist jetzt voll ausgelastet. Der Vertrieb folgt dem ungeschriebenen Gesetz der Unternehmenswelt, sei beschäftigt. Er startet neue Projekte und arbeitet nun auch an der eigenen Kapazitätsgrenze. Die neuen Projekte werden aber auch an die Produktion weitergeleitet. Die Produktion ist jetzt noch überlasteter und schafft einen noch geringeren Anteil ihrer Arbeit. Und was macht eigentlich das Projektmanagement? Das wartet auf die Produktion. Und was macht es derweil? Richtig, neue Projekte starten. Schließlich ist jedes Team überlastet. Die Produktion, weil der Workload zu hoch ist, der Vertrieb und das Projektmanagement, weil neue Projekte nicht bearbeitet werden können und neue gestartet wurden. Und das alles wegen eines Engpasses. Was kannst du gegen Engpässe tun? Wir geben dir jetzt 4 Schritte gegen Engpässe an die Hand. Der erste Schritt: identifiziere den Engpass. Schaue ganz genau, wo es in der Wertschöpfungskette hakt. Der zweite Schritt: ordne alle anderen Prozesse dem Engpass unter. Das heißt, dass die anderen Teams nur die Menge bearbeiten, die nötig ist, um den Engpass zu 100% auszulasten, aber eben nicht zu mehr als 100%. Das mag dazu führen, dass einzelne Teilsysteme oder Teams weniger effektiv arbeiten. Aber es geht ja darum, das Gesamtsystem zu optimieren, nicht einzelne Teams. Der dritte Schritt: erweitere den Engpass, wenn dieser immer noch besteht. Möglicherweise musst du weitere Arbeitskräfte finden oder Maschinen bereitstellen. Und der vierte Schritt: beginne wieder bei Schritt 1. Auch wenn du jetzt einen Engpass beseitigt hast, kann woanders ein neuer entstehen. Wiederhole also die Schritte, um weitere Engpässe zu identifizieren. Bis zum nächsten Mal. Learn, transform, grow. Masterplan.